Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute ist Anfangs Juli. Ich bin ein bisschen spät dran mit dem Video, aber ich habe euch einiges zu zeigen. Und zwar ist hier meine wunderbare Kiste mit meinen aktuellen Projekten. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, dann möchte ich euch kurz erläutern, um was es in diesem Video geht. Und zwar ist es so, dass ich gerne an mehreren Projekten gleichzeitig arbeite, also nicht im selben Moment, aber in einem gewissen Zeitraum arbeite ich an mehreren Projekten, weil ich je nach Lust und Laune halt ein bisschen Veränderung brauche oder auch zwischen Stricken und Häkeln immer wieder hin und her wechsle. Und deshalb habe ich eine kleine Projektkiste mit allen meinen laufenden Projekten. Die detaillierten Informationen über die Projekte sind alle in der Informationsbox, über Anleitung, Garn und so weiter und so fort. Da könnt ihr jederzeit immer nachschauen, woran ich gerade arbeite, was es ist und wo ihr es finden könnt. Also ich würde sagen, wir starten jetzt mit den Projekten, an denen ich gerade arbeite. Ich habe in den letzten Wochen tatsächlich große Fortschritte mit einigen Projekten gemacht. Ich habe einige Projekte fertiggestellt. Ich werde bald mit neuen Projekten starten. Ich starte heute mit einem. Mir fehlte die Stricknadel. Und jetzt mache ich noch das letzte, das ist das letzte Sommerprojekt, an dem ich arbeiten werde, das ich anfange, bevor ich mit meinen Herbst- und Winterprojekten anfange, weil ja doch jetzt schon Juli ist und das nächste Mal, dass ich dieses Video uploaden werde, ist schon August vermutlich. Und dann ist es auch schon Zeit für die Herbstsachen. Und ich habe auch entschieden, dass ich euch auch die fertigen Projekte zeige und ich habe eins meiner fertigen Projekte tatsächlich an. Es ist das Cardigan, das Florentine Cardigan von Crochet Highway, das auf Hobby kostenlos verfügbar ist. Und das Garn, das ist ebenfalls von Hobby. Es ist das Acacia in 2 Farben. Es ist ein gehäkeltes Oberteil. Es ist für Fortgeschrittene. Es ist nicht für Anfänger geeignet, weil es doch relativ anspruchsvoll ist und man ein bisschen Erfahrung mit Häkeln haben sollte. Ich poste euch nachher noch ein Foto davon, aber hier ist, wie das Oberteil komplett aussieht. Es ist kurzärmelig. Ich hatte es im Urlaub an. Also bei 30 Grad muss man es jetzt nicht unbedingt anziehen, aber 25 Grad oder so zwischen 20 und 25 Grad finde ich das Oberteil perfekt. Dann schauen wir uns was anderes an, was ich auch schon fertig habe. Also schon ist übertrieben, weil eigentlich ist es nicht schon, es ist erst. Ich habe ewig lang an dieser kurzen Hose rumgearbeitet. Ich habe euch meistens nur immer den Bund gezeigt, aber schaut her, ich habe fleißig gearbeitet. Vielleicht liegt es daran, dass die WM gerade ist und während dem Fußballschauen ist so Häkeln und Stricken perfekt. Und da habe ich echt Vollgas gegeben und schaut, es ist fertig. Es ist einfach fertig und ich liebe es. Ich habe es schon angezogen. Es ist mega, richtig toll. Gefällt mir sehr gut. Es ist eine kurze Hose und ich dachte wirklich, dass ich das innerhalb von ein paar Tagen fertig habe. Die kurze Hose, die ist aus dem Love Wool Magazin von Wolle Rödel Nummer 22. Es ist ein One Size. Also es gibt nur eine Größe. Ein anderes Projekt, das ich beinahe fertig habe, ich muss es nur noch spannen und zusammennähen, ist das Supporter Dress von We Are Knitters. Hier ist es. Hier ist es. Das ist die Vorderseite und Hinterseite, habe ich schon mal so zusammen aufeinander gelegt. Das war ein sehr, sehr einfaches Projekt, weil es wirklich nur glatt rechts ist und halt Abnahmen an den Rändern und sonst war es eigentlich nicht die größte Kunst. Es ist halt einfach, es dauert halt eine Weile, weil es ja doch eine gewisse Länge hat, ein Kleid, aber es ging ganz gut. Es ist gestrickt. Dann habe ich auch wieder an was anderes weitergearbeitet. Ich war so fleißig, ich sage es euch, meine Kiste ist beinahe schon leer. Ich muss mit neuen Sachen anfangen, weil ich wirklich an allem Möglichen gearbeitet habe. Sogar an der Babydecke, schaut her. Ich habe sie quasi vervollständigt. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist rundherum noch ein Bündchen mit einem passenden Garn. Ich muss mal schauen, was ich da habe. Aber ansonsten, das Hobbygarn, das ich offen hatte, das ist der Rest. Das Garn, das ich hatte, war das Garn Sultan.
Ich schreibe es euch alles in die Infobox, was es für Garne sind, damit ihr wisst. Es ist gehäkelt. Es ist eine Gratis-Anleitung auf Hobby. Es heißt, glaube ich, Zoe. Bin mir aber jetzt gar nicht sicher. Ich hatte aber das Sultan-Garn und in der Anleitung ist das Sultan Deluxe. Das Sultan Deluxe hat mehr Lauflänge, weil es mehr Gramm im Knäuel hat. Das heißt, wenn ihr das normale Sultan habt, dann müsst ihr das anpassen. Da müsst ihr weniger reinmachen, weil sonst habt ihr dann am Schluss zu wenig. Bei mir ging es ganz gut auf. Ich kann euch sagen, wie viele Reihen das waren. Okay, ich hab 49 Reihen gemacht. 50 wäre vielleicht besser gewesen. Aber ich glaube, mit dem Rest, das ich hier an Wolle habe, wäre das nicht aufgegangen. So. Also darauf müsst ihr achten. Ich weiß jetzt nicht, was auf der Originalanleitung steht. Ich habe das dann auch erst kurzfristig dann gemerkt, dass ich dann fast bei der Hälfte war, merkte ich so, oh Mist, ich habe weniger Wolle, weil jemand hat es in die Kommentare geschrieben bei den Anleitungen und deshalb ist mir das dann aufgefallen, dass eben da ein Grammunterschied in den Knäueln liegt und deshalb, wenn ihr das normale Sultan habt, dann schaut drauf, dass ihr weniger rund macht und für die Umrandung, also für das Bördchen, weil so sieht es irgendwie nicht ganz so fertig aus. Da werde ich noch ein normales Baumwollgarn, vielleicht so ein Catania oder sowas nehmen. Ich muss mal schauen, was ich hier vorrätig habe. Da habe ich immer, irgendwas liegt immer rum, wo halt passend dann auch zu der Decke ist. Aber das eilt gerade nicht, weil ich es niemandem verschenken kann, weil niemand Mädchen kriegt. Alle kriegen Jungs. Na gut, dann habe ich gestern nochmal an meinem selbst erfundenen Projekt nochmal angefangen, weil ich habe damit zweimal schon wieder angefangen. Einmal hat mir die Breite nicht gepasst und die finde ich jetzt ganz in Ordnung. Und jetzt arbeite ich daran. Mal schauen beim nächsten Spiel. Das ist so ein hübsches Blümchenmuster und es wird so ein Oberteil. Geht ganz etwas Einfaches aus Baumwolle. Ich zeige euch dann, wenn es fertig ist, wie es ausschaut. Und das Garn ist wunderschön, es ist Baumwolle. Es ist von einem italienischen Hersteller. Den Namen weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich schreibe es euch auch unten in die Kommentare. Meine Socken sind immer noch gleich weit. Vielleicht mache ich dann im Herbst weiter, wenn wieder so Sockensaison ist. Aber eine habe ich ja fertig und die zweite, ja. Da muss ich mich dann wieder einlesen, wie das dann funktioniert mit der Ferse, weil das immer so eine Sache ist. Ich glaube, ich mache die Boomerang-Ferse, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja, ich habe das aber selber nochmal für mich aufgeschrieben, damit ich das besser verstehe. Und als letztes, was wir hier haben, ist das Körbchen. Das steht immer noch da. Ohne Ohren, ohne Augen, ohne Nase. Der Fuchs. Ja, vielleicht nehme ich dich auch mal in Angriff. Schaut her, schaut her. Ich sag ja, meine Box, meine Auftragsbox, meine Projektbox, die ist bald leer. Schaut mal, das ist echt Wahnsinn, oder? Ich habe zwar schon wieder 2 Oberteile gesehen, wobei die kann man auch im Herbst anziehen. Das sind so Cardigans, die mir gut gefallen von Wolle Rödel. Die habe ich tatsächlich auf meiner Geburtstag-Wishlist. Hoffentlich schenkt sie mir jemand. Ansonsten, ja, sind das alle meine Projekte, an denen ich gerade arbeite. Lasst mich wissen, woran ihr gerade arbeitet und ob ihr auch gerne an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet, so ich das tue. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Falls ihr nicht abonniert seid, dann abonniert diesen Kanal für einen Haufen Tipps und solche Videos, Unterhaltung. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und abonniert mich auch auf Instagram. Ich bin auf Instagram. Ich lasse euch den Namen hier, damit ihr euch da auch abonnieren könnt. Da poste ich regelmäßig auch Fotos von den fertigen Projekten. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!